Hi guys, it's me. With this video, I'm taking part in this hashtag event with Ina Solsbery, and it's this Bits and Pieces, and she's always, putting a list up what you should use, and then you can go. So it's up to your imagination what you're doing with it. And I had all these bits and pieces out. The focal point, of course, was a mag image, and you saw this dog image there. At the end of the day, I didn't use it because I wasn't sure about copyright. You know, when you're using magazine images and collage it, you have to at least make sure that you can only see a certain percentage of it. So that wouldn't have been the case. That's why I didn't use it. But I found a different one, really good one, and I really liked it. So one piece, of course, was a thingy wrapping paper, and that's what I use here. A gift bag or wrapping paper. I didn't have a gift bag, but I have this wrapping paper, and had this sort of resist, and I thought, oh, that's a good thing to use. You won't see it afterwards anyway, but it's in the process, you know. Hallo ihr Lieben, ich werde heute ein Video zeigen, und arbeite ich mit diesen Bits and Pieces, die Ina Solsbery immer macht, die Collaborations. Ich arbeite heute wieder mit ihr zusammen. Und zwar gibt sie Dinge vor, die wir benutzen sollten möglichst, und und dann machst du was draus. Einfach gucken, was du machen möchtest, und in diesem Fall habe ich angefangen, das ist hier dieses Geschenkpapier. Es war angegeben ein Geschenk, eine Tüte oder Papier, und ich habe mich dann fürs Papier entschieden, weil ich hatte keine Tüte. Bei dem habe ich gedacht, ach, das sieht irgendwie nett aus, da kann man so ein Resist draus machen, weil das war schon so nett bedruckt. Das ist so ein Naturpapier, handgeschöpftes Papier. Hat aber keinen Einfluss, weil ich werde das sowieso übermalen. Aber das ist eben immer der Prozess. Gerade bei Art Journaling ist es der Prozess, du machst Schicht um Schicht um Schicht, und was letztendlich übrig bleibt, das weißt du vorher nicht. So, ich hatte dann dieses Image, also geht ja um dieses Magazin, also aus einem Magazin, ein Ausschnitt, hatte ich dann diesen Hund, und hätte ich gern benutzt. Auf der anderen Seite ist das Problem, wenn du solche Sachen benutzt, du kannst sie benutzen, musst aber so verfremden, dass man nur noch so und so viel Prozent sieht. Wollte ich in dem Fall nicht. Deswegen habe ich gesagt, komm, ich benutze das nicht. Und habe mich hier dann für dieses Magazinbild entschieden. Und so wie ich das jetzt abdecke, ich meine, die hatte eh schon diese Crackle, also diese Risse, aber ich bedecke die ja dann auch extrem viel. Da sind höchstens nur noch 20% übrig, wenn überhaupt. Und ich denke, das geht gut. So, also hier, heutzutage musst du ja wirklich vorsichtig sein mit diesem ganzen Copyright-Geschisse. Also ich habe es teilweise wirklich satt, aber gut. So, I used this image I found in a magazine. Not found it, I had it laying around because it looked pretty interesting. Covered it up. And with this crackle paste. That was obvious to do, wasn't it? So, yeah, I really like it. So, and the theme to this is actually our world. And what came to my mind when I saw this image with this crackles and this, soil on her face, crackled soil on her face, Mother Earth. And that actually didn't... it was still on my mind when I went on, so that was basically something I had in my mind, and I was loosely following. Denke, und das Thema hier zu dem Bits and Pieces Projekt ist übrigens unsere Welt, und als ich dieses Bild gesehen habe, da kam mir direkt in den Sinn Mutter Erde. Und ich werde im weiteren Verlauf das so ganz lose weiterverfolgen. Werdet schon sehen. Letztendlich, ihr werdet sehen. So, hier mache ich jetzt so eine Glazing-Technik. Ich wollte dann in den Crackle natürlich, die wollte ich dunkler haben, die Risse. Deswegen hier 1:1 Glazing mit schwarzem Acryl. Das packe ich drauf, lasse es ein kleines bisschen eintrocknen und entferne es dann, so dass es möglichst nur von der Oberfläche entfernt ist und nicht aus den Rissen. You know, this is a
a glazing technique I do because I wanted to have the crackles very dark and wanted to get everything off the surface. So 1-to-1 part of glazing liquid and black acrylic ink, and put it on, let it dry a tiny bit, and I remove it with a baby wipe. And you have to try that yourself. When is the right moment to remove it? It's always difficult, depends on the temperature and everything. So it's something you have to find out yourself, depends on where you live. So and then I had this, normally we should use the image or the words from that image. This image is in the magazine coming often with words, but there wasn't something, I couldn't bother with that one, belonged to that image. So I thought this planet thing I just cut out was so much more interesting because it's about our planet, our world. I wanted to have a bit of stenciling here because of the impression, or the through that alloy foil we should use that was on the list. It didn't work out at the end, but it doesn't matter. As I said before, it's the process. What you will see at the end, who knows? And I rusted here with my rusting medium. Ich habe dann hier, wie ihr gesehen habt, noch Modellierpaste gestenzelt, maskiert durch durch eine Schablone, schabloniert. So. Eigentlich war die Idee dahinter, dass ich das durch die Alufolie, die wir benutzen sollten, die wir auf der Liste, dann schön herausarbeiten kann. Aber dann habe ich mich doch für Rost entschieden, und da sieht man das halt nicht mehr ganz genau. Da ist mein Eisen, packe ich da drauf, und dann die Oxidationsflüssigkeit, und dann lasse ich das oxidieren. Ich kann in der Zeit noch weiterarbeiten, weil ich auf dem Bereich erstmal nichts mehr mache. So, das ist ein anderes Teil von der Liste. Das ist irgendwas Organisches, und das ist ja Holz. Ein Teil meiner Camembert-Verpackung noch. Ich werde übrigens den Link von Inas Video unten in meine Description Box packen, also von dem Aufruf, weil da ist die Liste drin. Wenn ihr Interesse habt mitzumachen, einfach euch das Video angucken. Im Inas Description Box ist dann die ganze Liste von den Materialien, die sie aufführt. You know, I will put the link of Ina's video here, not her video of the making of this bits and pieces thing. I will put the link of her video with all the acquired or requested bits and pieces, so you can have a look there. If you want to participate, I think it's still time, and Ina she will, when you're quick enough, she will mention your video, your project, whatever, show your photos when you send her one, and so on. So let's have a look at the link in the description box, and you will find out more about it. Ich habe dann hier mit verschiedenen Grüntönen gearbeitet. Erstmal hell da und dann dunkel da. Ich mache da verschiedene Schichten drauf, bis ich zufrieden bin. Das ist auch, wie gesagt, so dieser Prozess. Wie sieht es aus? Gefällt es mir? Es war mir dann zu hell auf der Seite. Mache es dunkler und mache die andere Seite heller. Also das ist etwas, was im Laufe des Entstehungsprozesses immer mal wieder wechselt. Aber das ist eben das Schöne an diesen Arbeiten, wenn ich gerade so Art Journaling Prozesse mache im Mixed Media Bereich. Das ist eigentlich nie fertig, oder es ist nie zu Ende, wenn du es nicht willst. Du kannst immer noch weitermachen, du kannst immer noch eine Schicht drauf machen, du kannst es verändern. Und ich sage immer, höre erst dann auf, wenn es schön aussieht oder so aussieht, wie du es haben willst. Das ist eben der Trick. Und viele, fürchten dann immer so, oh, das sieht so scheiße aus, Entschuldigung, so scheußlich aus, mir gefällt das nicht. Dann mach einfach weiter, dann hör eben nicht auf. Und einfach weitermachen. Es wird irgendwann schön. Es gibt so diese Phase in dem Bereich, wo es nicht schön aussieht, wo es einfach hässlich ist. Aber das kommt dann wieder. Es wird irgendwann auch wieder schön. Das ist so. Einfach auf euch selbst vertrauen
und weitermachen mit dem, was euch gefällt. Ihr müsst immer gucken, was gefällt mir. Das ist das Wichtigste. Ihr müsst nicht daran denken, oh, was gefällt anderen, gefällt denen das, mache ich hier ein Meisterwerk, ist völlig wurscht. Es geht darum, dass es euch gefällt. Und das ist es eben, wenn ihr so verzweifelt versucht, irgendwas zu machen, was anderen gefällt, dann ist das seid nicht ihr. Das ist etwas, um andere, ja, um anderen zu gefallen. Das sieht man, das ist einfach blöd. Seid ihr selbst, macht, was euch gefällt. Das ist mal ganz, ganz wichtig. Okay, ich mache hier noch verschiedene Sachen. Baby Wipe drüber, um ein bisschen so diesen Distress-Look noch zu bekommen, so ein bisschen schäbig aussehen zu lassen. Das mache ich ja ganz gerne. Jetzt bearbeite ich mein Holz hier. Da packe ich ein bisschen Orange drauf. So als Sonne habe ich dann gedacht, passt ganz gut. You know, through the process here, I put a lot of layers on, and on the left side first the light areas, and on the right the darks, and then I change it slightly. So what I just said is that I really like to work with this type of, yeah, in this type of genre. It's mixed media, it's art journaling, because it's just me. I can do whatever I want. I can put layer on layer on layer on top of each other until I like something. And that's so, so important. There is this process. It often goes from ugly to beautiful. And the most important thing is, don't think about making something beautiful to please someone. It is yours. You need to like it. And that's so important. When you try to please others, you will see that it doesn't work. It definitely doesn't work. When you don't like it, put another layer on, change it slightly. Do whatever you feel you have to do, but don't do this, oh, I will impress or please people. Never, never ever do that. And it's not worth it, believe me. So, next one. Here is my ribbon. It is a ribbon, actually, but I cut this type of flowers out. I'm not a ribbon person, absolutely not. So, and that's perfect for me, having this type of flower, and I wasn't sure about the color. Okay, I could have dyed this beige one, but I think the turquoise one looks perfect on it. You know, picking up the turquoise from the page, I think that's perfect. Ich habe mich dann hier dazu entschlossen, da eine Sonne draus zu machen, und dann habe ich wir sollten ja noch ein Band benutzen, und ich bin jetzt nicht so der Bänder-Typ, finde ich einfach scheußlich. Ich habe aber diese beiden mit diesen Blumen drauf, die benutze ich ganz gerne mal, und habe mir jetzt beide oder jeweils eine von den Pflanzen da ausgeschnitten, von den Blüten. Und die packe ich auf die Sonne. Ich war jetzt nicht sicher, ob ich die beige nehme oder die türkise. Ich hätte die beige noch jederzeit einfärben können. Das mache ich mit der beige, wenn ich eine andere Farbe brauche. Deswegen habe ich die in hell. Aber mit dem Türkis passt das ganz gut. Ich habe ja auch das dunkle Türkis da im Hintergrund, und da passt das sehr gut. Bisschen von Orange picke ich jetzt hier noch ab auf die Lippen, und den Rest von dem abgeschnittenen Holz habe ich dann auch noch verwendet. Das lag noch rum, und habe ich gedacht, ach, warum soll ich das wegschmeißen? Bisschen Orange drauf und auch noch auf die Seite. You know, I use the rest of the cut-ups of this wooden circle on top. It was laying around, and I thought, why not? I will put some orange on and use it. And this is these are paper clips we should use. It was on the list, and there was an A missing, so I'm using the V, but it doesn't matter. It looks like an A, so it's spelled Earth, and that's Mother Earth. So a bit of gesso on these wooden bits. As I said before, I used them here to just to use them up, and they fit nicely. They balance out the page perfectly, and yeah, that's what I do. Hier mache ich das Holz noch gerade fertig, und wie gesagt, ich wollte nichts verschwenden, aber auch, das balanciert die Seite wunderbar aus. Das ja, mache ich immer ganz gerne. Die Clips, die klebe ich gleich mit dem Silikon, das ich hier gerade noch benutze, um das Ganze, weil die kleben natürlich nicht mit normalem Kleber, weil das ist Metall, es ist schwierig. Und mit dem
Silikongel geht das immer sehr, sehr gut. Das dauert natürlich eine ganze Zeit, bis das trocken ist, funktioniert aber gut. So, ich werde dann gleich noch den Satz mit drunter kleben. Ich habe hier dieses Earth, also die Erde, und dann der seltsame Planet kommt noch drauf. Und das meine ich in dem Sinne nicht der seltsame, dass der wundersam ist, sondern eben mehr im Sinne von, ja, was auf dem Planeten vor sich geht. Das ist sehr seltsam, ja. Okay, so this means the weird, you can't say weird in that context. The meaning I'm after is more strange, the strange planet, Earth, the strange planet. So, yeah, it's not about the planet, it's strange, it's what's going on the planet is strange, isn't it? So, okay, going on here with a bit of shading, but you could see I showed you just the list. And the only thing I didn't use was a receipt because I didn't have a paper receipt and I'm not using thermal paper receipts. Definitely don't do this. And just shading here with my Stabilo Oil and in black and here with the white China marker. Ich habe euch gerade noch die Liste gezeigt. Das Einzige, was ich nicht benutzt habe, ich habe wirklich alles benutzen können, bis auf eins, und zwar ein Bon, ja, so ein Rechnungsbon, hatte ich nicht, also nicht aus Papier, sondern eben nur diese Thermodinger und die definitiv klebe ich nicht auf meine Kunst und deswegen bleibt das außen vor. So hinten den erwünschten Umschlag, den habe ich jetzt hinten drauf geklebt und da kommt meine Visitenkarte später rein. Jetzt mache ich hier noch meine Splatters, also meine Sprenkel in schwarz und auf der anderen Seite in weiß. Mache ich hier mit dem Liquitex inks. You know, I used this little envelope Ina asked for and put it on the reverse because I will put my business card into it later. And I didn't want to have it on the front. I couldn't make something out of it in this context. So that's why I put it on the reverse. So that's my use of the envelope. Bit of edge in here, splattered it a bit black and white, and that's it. The close-up will come now, guys. And as I said, have a look in the description box. I will put Ina's link into it. And when you want to take part, go for it. It's always fun, you know. You never know what you're ending up with, so go for it. So this is my best business card I put in, and that's it. I say thanks a lot for watching, guys. I hope you like it, and if so, please don't forget to leave me a thumbs up, and a comment would be absolutely appreciated. And I hope I will see you soon with my next project. Until then, I wish you a fantastic time and stay creative. Bye bye, guys. So, ihr Lieben, ich danke euch recht schön fürs Schauen. Und ihr habt ja gesehen, in den Umschlag habe ich jetzt die Visitenkarte gepackt. Ich packe das nicht gerne, sowas fand ich jetzt vom Konzept her, passte nicht zum Thema. Aber habe es gebraucht und es ist im Prinzip egal, wo ich es hinpacke, auf der Rückseite oder Vorderseite, ist kein Thema. Also wie gesagt, vielen Dank fürs Schauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir doch einen Daumen hoch da und ein Kommentar wäre total lieb. Ich hoffe, ich sehe euch ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und bleibt kreativ. Und vergesst nicht zu gucken, ob ihr vielleicht Interesse habt mitzumachen. Wäre schön. Also bis dann, Leute. Macht's gut. Ciao, ciao.